Greta Thunbergs Anwalt Michael Hausfeld, der Chef der Kanzlei Hausfeld, gibt zum ersten Mal weltweit ein Interview zum Verfahren, unter anderem gegen Deutschland, vor den Vereinten Nationen. Auch er sieht die Regierung in der Pflicht, was nicht verwunderlich ist, und er wählt dramatische Worte. Klickt zum Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Er gilt als absoluter Staranwalt. Gegen VW vertritt er Zehntausende Kunden im Abgasskandal. Er klagt gegen das Lkw-Kartell der großen Hersteller. Und schon einmal hat er der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft 5 Milliarden Euro als Entschädigung für NS-Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter abgetrotzt. Er gilt als absolutes Schwergewicht in der Branche für die ganz großen Fälle. Jetzt vertritt er 16 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren vor dem Kinderrechtsausschuss der UNO gegen Deutschland, Frankreich, Argentinien, Brasilien und die Türkei, weil sie zu wenig gegen den Klimawandel tun. Damit, so die Idee des Verfahrens, verstoßen sie gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Diese verpflichtet die Staaten, gegen Diskriminierung von Kindern vorzugehen. Ihnen wird ein Recht auf Leben und persönliche Entwicklung zugestanden. Bei staatlichem Tun sind Kinderinteressen vorrangig zu behandeln und Kinder müssen an staatlichen Entscheidungen beteiligt werden. Michael Hausfeld zur Kinderrechtskonvention. Vor 30 Jahren haben alle Länder der Welt mit Ausnahme der Vereinigten Staaten einen Vertrag unterschrieben, eine Konvention, die die Rechte von Kindern erkennt und anerkennt und die Verpflichtung der Regierung gegenüber Kindern. Und zahlreiche Regierungen haben zugestimmt, Individualbeschwerden zu akzeptieren, wenn jemand behauptet, dass diese Rechte verletzt werden und dass diese Verpflichtungen nicht erfüllt werden. Unter diesen Ländern, die sich dieser Zuständigkeit gegenüber der Rechte der Kinder verpflichtet haben, ist Deutschland. Seit 2014 gibt es ein Zusatzprotokoll für Individualverfahren, das die beschuldigten Länder unterzeichnet haben. Deutschland gehört eben dazu und damit wird die Beschwerde der Kinder und Jugendlichen ermöglicht. Das Ergebnis einer solchen Beschwerde wird allerdings keine Verurteilung oder Strafe sein. Dabei sollte eine Kombination an Erkenntnissen und Empfehlungen eines Komitees herauskommen. Die zwei Haupterkenntnisse, die wir uns vom Komitee erhoffen, sind erstens anzuerkennen und zu entscheiden, dass die Klimakrise auch eine Krise der Kinderrechte ist und dass die Kinder ein unveräußerliches Recht auf ein lebenserhaltendes Klima haben. Die andere Entscheidung, die wir vom Komitee erbeten, dass die Nationen der Welt inklusive der 5 Beklagten eingestehen, dass sie Mitverursacher der Krise sind und ihren Verpflichtungen gegenüber den Kindern, sie vor den Effekten dieser Krise zu schützen, nicht nachkommen und damit ihre unveräußerlichen Rechte verletzen. Am Ende des Verfahrens könnte die Feststellung dieses Versagens liegen und das hat dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Konsequenzen, zumindest in den beteiligten Rechtsstaaten. Wenn diese zwei Entscheidungen gefällt werden, dann wird klar, dass diese internationalen Gewohnheitsrechte in jedem Zuständigkeitsbereich durchsetzbar sind, vor allem in der Heimatrechtsprechung der Teilnehmer. Zusätzlich würden diese Empfehlungen im Gesamten an die Vereinten Nationen weitergeleitet werden. Das würde dazu führen, dass diese Nationen mehr dafür tun müssen, um ihre Verpflichtungen zu respektieren und zu erfüllen. Und falls sie dies dann nicht tun, würden die Vereinten Nationen entscheiden, welche Handlungen gegen oder in Bezug auf diese Nationen erforderlich sind. Damit würde auf höchster Ebene festgestellt werden, dass sich die Politikerinnen und Politiker strafbar gemacht hätten. Neben Sanktionen gegen diese Länder, also wie Kriegsverbrecher quasi, wie Nationen, die sich gegen die Menschenrechte gestellt haben und so weiter, neben Sanktionen, also Embargos und so weiter, steht dann fest, die einzelnen Akteure wie Minister und Ministerinnen oder die Bundeskanzlerin hätten sich erwiesenermaßen eines Verbrechens schuldig gemacht. Michael Hausfeld. Ein Verbrechen beinhaltet eine spezifische Bestimmung innerhalb der Rechtsprechung, für die es eine Bestrafung gibt. In dem Sinne, dass die Nationen gewusst haben, dass sie der Wissenschaft widersprechen oder sie verleugnen, indem sie damit fortfahren, die Vernichtung der lebenserhaltenden Elemente des Planeten zu ermöglichen oder zu fördern. Das ist eine große Schande. Das Problem ist, wenn das Problem eingetreten ist, dann können wir es unter Umständen nicht mehr korrigieren. Aber es kann gerichtlich verhandelt werden und es kann beseitigt werden. Was die Kinder hier vor dem Komitee für Kinderrechte eingereicht haben, ist der Fakt, dass die Regierungen Wissenschaft nicht mehr leugnen oder verneinen können. Sie müssen auf die Wissenschaft hören und müssen festlegen, was die Nationen zusammen unternehmen müssen, um eine lebenserhaltende Umwelt auf unserem Planeten zu gewährleisten. Es klingt wie ein einfacher Vorschlag, aber wir wissen,
dass er es nicht ist. Aber einfach ist festzustellen, dass die Nationen zusammenarbeiten müssen und sich nicht nur mehr anstrengen müssen, sondern sie müssen mehr tun, und zwar jetzt. Weil die Wissenschaft hat recht, es wird bald einen Wendepunkt geben und dann wird diese Krise unumkehrbar und es wird quasi unmöglich, eine noch größere Katastrophe abzuwenden. Ja, das sind klare Worte von Michael Hausfeld und die Chancen scheinen nicht so schlecht zu stehen. Alleine schon die Tatsache, dass ein Abschmettern einer Beschwerde von Kindern einen Aufschrei der Öffentlichkeit zur Folge haben würde. Das könnte extrem spannend und interessant werden. Ein anderes ziemlich krasses Thema, bei dem die Kinderrechte verletzt werden. 97% der Kinder haben Plastik im Körper. Anklicken, anschauen und weitererzählen und abonnieren und die Glocke aktivieren. Dafür wäre ich euch extrem dankbar, denn diese Themen müssen sich einfach weiter rumsprechen. Bis dann. Bleibt dran.